An unserer Universität arbeiten über 8000 Menschen. Gemeinsam schaffen, bewahren und vermitteln wir Wissen. Eine motivierende und herausfordernde Aufgabe, auch für Personalverantwortliche. Unsere Leitlinien weisen den Weg für ein wertschätzendes und förderndes Miteinander. Erfahren Sie, wie aus Leitlinien gelebte Praxis wird. Zukunft gestalten. Wir gestalten Zukunft, indem wir innovative Produkte entwickeln, wie jetzt aktuell ein Spektrometer, das wir in enger Abstimmung mit den Wissenschaftlern bauen, die natürlich schon wissen, was sie haben wollen, was sie messen wollen, aber natürlich keine Vorstellung von der Apparatur hat. Und so im permanenten Dialog mit den Wissenschaftlern, mit dem Team, entsteht dann so eine Vorstellung davon, was der Wissenschaftler jetzt haben möchte. Und dann geht es ja auch darum, diese Apparatur, die wir jetzt planen, die die nächsten 20, 30 Jahre zum Einsatz kommen wird, so zu gestalten, dass viele ihre Arbeiten daran schreiben können, ihre Experimente da integrieren können, mit den verschiedensten Apparaturen messen. Und das ist eben wichtig, auch in dem Team so zusammenzuarbeiten und jede Idee, die aus dem Team kommt, aufzunehmen. Zukunft zu gestalten bedeutet für mich, unsere Arbeit als gesellschaftlichen Beitrag zu verstehen. Die Architektur gestaltet unsere Städte physisch, aber was tun wir als Kunst- und Architekturhistoriker für die Gesellschaft? Sind unsere Ideen, unsere Forschungen, Projekte und Prozesse überhaupt nachhaltig? Und was heißt nachhaltig? Darüber tauschen wir uns aus mit meinem Team und ich lerne viel von meinen Mitarbeiterinnen und von den jüngeren Generationen, die bewusst und sensibel gegenüber den aktuellen Herausforderungen der Umwelt und der Gesellschaft sind. Die sogenannte Third Mission der Universität ist unser gemeinsames Ziel. Das heißt, einerseits die Internationalisierung zu fördern und Kooperationen mit anderen Institutionen aufzubauen, sowohl international als auch interdisziplinär. Und andererseits über den Tellerraum der Universität überhaupt zu blicken und einen offenen Dialog mit anderen sozialen Gruppen zu führen. Eine meiner Projekte, das gerade läuft, ist ein EU-Projekt zum Thema Graffiti Art in Prison, wo wir als Universität in Dialog mit anderen Institutionen, mit der freien Kunstszene und mit den Gefängnissen. Das sind unsere Ansprechpartner und wir hoffen dadurch eben diesen gesellschaftlichen Beitrag konkret zu geben.